Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein MSI und zwar ein GF63 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell lässt sich zu dem Gerät noch sagen, das Display kann man relativ einfach tauschen. Dafür nimmt man den Frontrahmen ab und kommt dann an das Display ran. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Und beim Touchpad ist es so, das gibt es zwar einzeln, das ist aber, ich sag mal, mit dem Topcase verklebt. Das heißt, wenn man eine neue Tastatur oder wenn man ein neues Topcase sich bestellt, ich würde das Touchpad direkt mitbestellen, weil das super schwer rauszukriegen ist und dann ist es besser, man bestellt gleich ein neues mit dazu und hat das dann erledigt. So, um das Gerät zu öffnen, muss man erstmal alle Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und bei dem Gerät, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass unter dieser Schraube noch eine kleine Abdeckung drüber ist, die jetzt hier entweder fehlt. Also nur für den Fall, dass das hier abgedeckt ist, dann ist hier wahrscheinlich eine Abdeckung, aber die Schraube muss man trotzdem rausnehmen. Zum Aufmachen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Und das ist super praktisch. Das sind nämlich alle Aufsätze und gegebenenfalls auch Schrauben mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse dran habt. Und ja, als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir letztlich rein und eine Öffnung finden. Und hier vorne kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich weiß jetzt nicht, es ist halt alles schwarz. Hier. Und das läuft einmal um das Gerät herum und auch auf der Rückseite. Man sieht das hier, glaube ich, ganz gut. Zum Öffnen benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu finden. Und bei dem Gerät ist es auch so, auf der Seite, wo die Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse sind, ich sag mal, das ist so leicht eingehängt. Das ist jetzt nicht ein großes Problem, aber ich würde jetzt halt auf der Seite nicht anfangen. Ich denke, ich werde in dem Fall mal probieren, auf der Rückseite anzufangen. Und ja, dann versuche ich zwischen Gehäuseunterseite und Gehäuse zu kommen, da eine kleine Öffnung zu schaffen. Und das dann mit ein bisschen Rutschen, Hebeln und Wippen abzuziehen. Und ja, also das laute Knacken ist völlig normal, das gehört dazu. Und gerade bei MSI mit all den Schrauben ist das meistens so, dass das Gehäuse sehr, sehr leicht abgeht. Man kann dann auch mit den Fingern schon runtergreifen und ja, man hört, wie die Einraststellen sich lösen. Und dann kann man relativ schnell das ein bisschen nach oben wippen. Wenn es irgendwo nicht so gut geht, dann da einfach noch mal ein bisschen nachhelfen und das aufhebeln. Und dann kann man die Unterseite einfach abnehmen. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier machen,
trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen den Stecker hier drüben und den kann man einfach nach hinten hin rausziehen. Kann man seitlich fassen und dann einfach mit ein bisschen Wackeln hier rausziehen. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Vielleicht ist hier aber auch eine eingebaut. Und hier ist auch der SATA-Stecker dafür. Direkt darüber sehen wir die SSD. Hier sehen wir die beiden RAM-Slots. Und da ist der Lüfter, der die CPU und GPU kühlt. Und hier können wir noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen sehen. So, der Akku ist bei diesem Modell aufgeklebt, nicht verschraubt. Und in dem Fall wurde der jetzt schon gelöst. Deswegen sitzt der jetzt in diesem Gerät einfach nur quasi oben drin. Falls man das zum ersten Mal macht, der ist eben an diesen beiden Stellen hier aufgeklebt. Und man muss den tatsächlich einfach mit ein bisschen Kraft nach oben hin dann quasi wirklich abziehen. Und zwar ist das hier auf diesen Klebestellen. Da ist jetzt künstlich Papier draufgeklebt worden, damit er eben nicht mehr klebt. Aber im Normalfall sind hier die Klebestellen und da zieht man den Akku einfach ab und kann den dann so eben auch austauschen und der neue wird einfach wieder hier draufgeklebt. Ja, und hier sieht man jetzt eben auch, was ich vorhin mit dem Touchpad meinte. Das ist hier wirklich fest mit dem Topcase verklebt und diese ganze Halterung klebt eben auch auf dem Touchpad und deswegen also sollte man das Touchpad oder auch die Tastatur tauschen müssen und wahrscheinlicher ist es ja die Tastatur. Ich würde das neue Touchpad einfach dann gleich mitbestellen und direkt mit austauschen. So, um den RAM zu tauschen, muss man jeweils nur diese beiden silbernen Klammern ein bisschen zur Seite ziehen. Dann springt einem der RAM förmlich entgegen. Ja, und dann kann man den einfach aus dem Slot nehmen, durch einen neuen ersetzen und der Einbau ist genauso einfach. Der kommt genauso wieder in den Slot bis ganz hinten und dann drückt man den nach unten, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die SSD, die hier drüben zu sehen ist, lässt sich genauso einfach tauschen. Die wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und dann hebelt man die so ein bisschen nach oben. Die ist nämlich hier auch so, die klebt ganz gut auf dieser Kühlpaste hier. Genau, und dann kann man auch die einfach austauschen. Auch hier ist der Einbau genauso einfach. Man steckt sie genauso wieder in den Slot, drückt sie nach unten, und dann wird die wieder verschraubt. So, beim Lüfter sieht es so aus, der kommt nur zusammen mit dem kompletten Heatsink. Den kann man also nicht einzeln austauschen. Und was man hier machen muss, ist die Schrauben, die tatsächlich hier auch mit 1, 2, 3 beschriftet sind. Das ist einmal die hier und die hier. Die muss man lösen und dann alle Schrauben, die den Heatsink selber halten, muss man auch rausnehmen. Ja, danach noch das Lüfterkabel trennen. Das geht in dem Fall jetzt hier nach oben weg. Und den kann man einfach seitlich greifen und dann so nach außen hin abziehen. Genau, und dann kann man den kompletten Heatsink einfach aus dem Gerät nehmen, durch neuen ersetzen und da einfach schauen, ob die Kühlpaste dann mit dabei ist oder ob man separat welche dazu kaufen muss. Und einen kleinen Hinweis noch hier bei dem Stecker. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Die Seite, wo man die Kontakte sehen kann, die kommt jetzt in dem Fall, die zeigt nach oben. Und da muss man auch schauen, dass der wieder richtig drin sitzt. Bis ganz nach unten, damit er dann auch wieder vernünftig arbeitet. Gut, wie eingangs erwähnt, ganz normalerweise wird hier der Akku einfach wieder, der passt genau hier rein, draufgeklebt. Das heißt, man legt den rein, presst den dann hier einfach wieder fest. Und ganz wichtig natürlich, am Ende nicht vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt.
Genau wie beim Lüfter einfach schauen, dass das richtig drin sitzt, bis ganz zum Anschlag. Und ja, dann kann man das Gerät wieder zumachen. So, die Gehäuseunterseite kann man jetzt einfach hier wieder auf das Gerät drauflegen. Und ja, wie eingangs erwähnt, ist das hier so ein bisschen eingehängt. Also ich fange jetzt einfach auf der Seite an, stülpe das da so ein bisschen drüber. Und dann kann man das wieder zudrücken. An allen Stellen, dass alles wieder einrastet, auch in der Mitte. Ich gehe dann am Ende auch einmal um das Gerät herum und schaue, dass hier nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Und dann braucht man das Gerät nur noch zuzuschrauben und hat das alles erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.